What is this? Warum heißt der Typ blauer BP? Junge. Wieso heißt der blauer BP? Das hat er von mir geklaut. Dieser Mann ist ein Dieb. Was zu tun. Was geht eigentlich bei dem ab? Zieh euch mal das rein. Power of Poe, please. Thank you. 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 Ja, wie lange hat er das gespammt? Du kannst nicht so viele Nachrichten hintereinander schreiben. Vor allem nicht, wenn es immer die gleiche Nachricht ist. Ja, der muss das halt seit 10 Minuten gespammt haben. Wenn du einfach nur deinen ganzen Ultimate... wenn du einfach nur den ganzen Products bunkerst, Smiling Scroll Boxen, Battle Pass, 140er Belohnungen, Level Reach Belohnungen, alles A-Products und alles in Schmuckballast und auf plus 20 gehst. Easy am Ende vom Server. Ultimate Schmuck. 3-mal Schmuck plus 20 und easy. Oder halt Dungeons farmen. Das wäre die Alternative. Dauert aber actually wesentlich länger. Also ich fürchte, die Farm-Grind-Alternative ist nichts für dich. Will dich nicht entmutigen, aber man braucht zwischen 250 und 275 Dungeon Runs. Und ein Run, sage ich mal, selbst mit einem guten Team dauert eine halbe Stunde. Also außer du hast jetzt ein überdurchschnittlich gutes Team. Was du nur hast, wenn du selber ein Cacher bist und deine Cacher-Connection hast und deine Cacher-Freunde und deine dreckigen Cachers. Und dann wären das, sagen wir, 250 Runs geteilt durch 2, halbe Stunde. Dann wären das 125 Stunden durchgehende Dungeon Runs. Plus die Zeit der Vor- und Nachbereitung. Plus was du sonst noch so jeden Tag in dem Game machst. Tower Dailies und so. Das wäre geistesgestört. Das heißt, das, was ich vorher gesagt habe mit dem Schmuck plus 20, ist wahrscheinlich sogar deine beste Chance. Und mit seelengebundenen Products ist es eh egal, was man damit macht. An für sich. Also ich meine, wenn du sie gegen Equipment tauscht, ist ja gut. Und Set und Waffe. Also die 150er Sets sind saugünstig. Also die PvE-Sets. Die anderen noch nicht. Aber werden sie. Ich habe gestern oder vorgestern, als ich das letzte Mal Shops durchgeschaut habe, auf der Suche nach einem CS-Pad, habe ich einen Dracoran Helmet für 150 Mio gesehen. Und das ist wahrscheinlich nicht mal wirklich günstig. Und das ist quasi das Elementor-Set, wenn man keine 200 Cast hat. Ist das the way to go. Das andere Set kostet sowieso nichts. Das ist das Set, was man trägt, wenn man 200 Cast hat. Beziehungsweise wenn man mit dem Set 200 Cast hat. Und das kostet, wie gesagt, eh nichts. Und das andere kostet jetzt schon relativ wenig. Und das müsste eigentlich in spätestens, sagen wir, also in 2 Monaten wäre schon übertrieben. In spätestens einem Monat kriegst du wahrscheinlich das ganze Set für 200 Mio oder so. Und ich meine, was sind schon 200 Mio? Das ist ja nix. Und Waffe da sieht's nicht so gut aus. Also bei Waffen ist es ein bisschen schwieriger. Die sind deutlich teurer. Immer noch. Die sinken auch. Also sie sind schon krass gesunken. Also ich meine, am Anfang hatten wir Current Offer auf Luzaga Crystal Bogen von 200.000 F-Coin. Ich glaube, das sind mittlerweile gerade mal noch 100.000. Was immer noch geistesgestört ist, dass es Leute gibt, die so viel Geld dafür zahlen. Aber wenn du bedenkst, naja, es ist schon um die Hälfte gesunken. Ich meine, das ist schon ziemlich viel. 50% in 4 Wochen oder so. Das heißt, wenn du nochmal 4 Wochen wartest, sind es nochmal 50%. Also, es ist auch nur eine Frage der Zeit. Also, sie werden auch definitiv günstiger. Aber das Problem ist, und das habe ich eigentlich von Anfang an gesagt, also günstig werden sie nie. Also, es wird halt irgendwann mal ein Minimum geben. I don't know. Bei den beliebten Waffen, maybe 10.000 F-Coin, maybe 5.000. Und drunter werden die dann wahrscheinlich nicht mehr verkauft werden. Also es wird halt irgendwann einen Punkt geben, wo sich Angebot und Nachfrage genau treffen. Wo halt die Leute, die es haben wollen, sagen, scheiß drauf, für den Preis kaufe ich's. Und die Leute, die es verkaufen wollen, werden wahrscheinlich sagen irgendwann, Alter, ich verkaufe das niemals unter dem Preis. Das war mal 200.000 F-Coin wert, also verkaufe ich es auf keinen Fall für unter 10.000, so ungefähr. Also irgendwann wird so ein Punkt erreicht sein, wo so ein Konsens ist. Ab da kauft man es einfach, scheißegal.
Also ich rede jetzt so von Bow, Axe, Stick, Stuff, also so von den dicken Waffen. Ich rede jetzt nicht von Jojo oder so ein Scheiß. Das kriegst du wahrscheinlich in 2 Wochen geschenkt oder so. Aber von den beliebten Waffen wird es wahrscheinlich irgendwo so ablaufen. Also sie werden jetzt noch teuer bleiben und irgendwann wird es mal einen, in Anführungszeichen, halbwegs günstigen Preis geben, wo viele Leute einfach dann damit leben werden. Also nicht, dass es günstig ist, aber es ist zumindest günstig genug, dass man sagen kann, ich habe keine 5.000 Euro dafür ausgegeben. Genau. Also bei den Waffen, ja, da musst du dich ein bisschen länger gedulden. Sets, wie gesagt, sehr günstig. Und ja. Aber bei den Waffen kommt es halt drauf an. Also so Hernes Slayer, den will kein Mensch haben. Den kriegst du jetzt, glaube ich, schon für 500 Mio oder so. Einfach die wertloseste Waffe im Game. Ist halt leider eine Sache der Klasse. Ein großes Problem ist halt, dass, ich werde gerade, ich habe gar keine Power-Ups aktiviert. Ein großes Problem ist halt, dass manche Klassen sind halt viel stärker darauf angewiesen als andere. Also zum Beispiel bei Psy oder bei Mages. Sag ich mal, wenn du wirklich mit dem Wilds farmen willst oder Dungeons farmen willst, und das merkt man ja schon, du kannst eigentlich ohne Korallenwaffe, kannst du nicht mit Randoms farmen. Du joinst denen, dann sehen die, du hast nur einen Bloody Stuff und vielleicht, wenn du trotzdem halbwegs guten Damage machst, nehmen sie dich trotzdem mit. Aber wenn es halt ein Team ist, und davon gibt es anscheinend einige, so Schwitzer-Teams, die halt eine gewisse Zeit erreichen wollen mit dem Team, und dann sehen die, du hast keine Korallwaffe, dann nehmen die dich halt eiskalt nicht mit. Und das heißt, bei manchen Klassen ist es halt wesentlich essentieller, ob du die Waffe hast oder nicht. Gut, bei einem Blade oder so wäre es jetzt auch nicht irrelevant, I guess, aber ja. Ist momentan auch ziemlich schwierig. Und die Waffen sind halt einfach seltener. Beziehungsweise ist gleich das Hauptproblem, dass man... Also was gleich auch ein großes Problem ist, ist tatsächlich, dass du in Wilds noch die Tank-Lusaka-Waffen droppst. Und die will halt wirklich keiner. Also es gibt ja eigentlich 350er-Waffen, aber effektiv wollen alle nur 2. Also Ausnahmen bestätigen die Regel, also für PvP oder keine Ahnung. Oder Tanks vielleicht. Ich meine, die nehmen auch die normalen Lusaka-Waffen. Aber wenn man die in Shops sieht, so Lusaka Sword, na gut, das ist eigentlich das Einzige, was ich bisher auf FEC tatsächlich gesehen habe, glaube ich. Aber Lusaka Sword habe ich, glaube ich, für 400 Mio schon mal gesehen auf dem Server. Und das war ja auch schon wieder 2 Wochen her oder so. Also die sind einfach legit wertlos und die will keiner haben. Aber dadurch, dass die existieren, reduziert das ja effektiv. Also wenn die nicht existieren würden und die Droprate für Luzakas Crystal-Waffen wäre entsprechend ein bisschen höher, dann wäre das ja quasi für den ganzen Markt besser. Aber das ist halt nicht so. Also die Waffen existieren halt. Und gut, ob jetzt wegen denen Lusaka Crystal Waffen seltener sind, das kann man jetzt so vielleicht nicht sagen. Aber ich meine, gut, wenn der Boss halt 20 Waffen droppt, dann wird die Wahrscheinlichkeit von jeder einzelnen Waffe bestimmt niedriger sein, als wenn er nur 10 Waffen droppen kann. Ich meine, das ist ja eigentlich nur logisch. Und ja. Und das ist halt, denke ich, auch so ein bisschen ein Problem. Weil diese Lusaka-Waffen, die Tank-Waffen, die kommen halt auf den Markt, aber die will halt keiner haben. Und das heißt, du machst 50 Runs, dann droppst du so eine Waffe und dann hast du aber das Problem, du willst sie nicht, niemand will sie und irgendwie, ja, scheiße gelaufen. Und wenn du nur die anderen Waffen droppen würdest, dann würde halt es viel schneller gehen, dass der Markt irgendwann mal gesättigt ist. So dauert es halt einfach länger. Lohnt sich der Battle Pass? Ja. Das ist wie, als würdest du fragen, lohnt es sich zu atmen? Rentner ist einfach Leben durchgespielt. Literally. Du hast einfach die Hauptquest abgeschlossen und machst nur noch Sidequests. Es gibt einen guten Nudelstern. Denn du hast mich gut genug... Willst du mich verarschen? Whitening an den Ecken. Sieht aus, als wäre sie schon 5-mal umgeknickt worden. Also, das ist wirklich ein Witz.
So. Diamond Nation. Oder soll ich besser sagen Scam Nation? Wieso sehe ich nur einen einzigen Diamond? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein... Alter, ich werde schon wieder komplett weggescammt. Junge, wie kann das sein? 5 bis 20%. Hallo? Alter, what the fuck, ey? Junge, what the fuck? Junge! Das waren über 70 Waffen. Jede von ihnen hat Minimum 5%. 5 bis 20. Plus 3er Waffen haben 20%. Plus 0 Waffen haben 5. Plus 1 10. Plus 2 15% Chance. Das ist... Alter, rein mathematisch ist das eigentlich unmöglich, was gerade passiert ist. Literally, das war gerade wie ein Sechster im Lotto gefühlt. Einfach nicht scammen lassen. Danke, Pokerface, für diesen unfassbar tollen Rat. Ich danke dir vielmals, Big Bro. Das ist ein verdammt guter Tipp. Seid ihr bereit? 6 Millionen Penya. 6 Millionen Penya. 6 Millionen Penya. 6 Millionen Penya, 6 Millionen Penya, 6 Millionen Penya, 6 Millionen Penya. Big Money. Easy Money. Seitdem du kein Universe mehr spielst, hast du deutlich mehr Geld. Das kann nicht sein. Du müsstest wesentlich weniger Geld haben. Denn nur reiche und erfolgreiche Menschen spielen Flive. Und wenn du nicht mehr spielst, kannst du weder reich noch erfolgreich sein. Das ist einfach so. Captcha, bitte bestätige, dass sie kein Roboter sind. Nier Automata-Fans in Shambles. Tja. Ich habe zwar keine Ahnung, was das bedeutet, aber tja. Ne, Spaß. So, die Tante mit den weißen Haaren. Let's go, baby! Ziel ist 9 Diamonds. 9! 9 Diamonds! Los! Ich brauche mehr Diamonds! 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 28, 29, 30 Diamonds! Zehn.